Hey Leute, wir haben gerade in der Bilge, also im tiefsten Punkt im Boot, 20 Liter Wasser entdeckt. Die waren gestern Abend auf jeden Fall noch nicht da. Das heißt, dass wir, wenn ein Leck haben, das wäre natürlich richtig scheiße. Oder einfach nur ein Loch oder so im Wassertank. Mal schauen. Wir nehmen jetzt gerade das ganze Boot auseinander und suchen nach irgendeinem Leck. Wir hoffen, es ist nichts Schlimmes. Kurz vorweg, ganz vielen 1000 lieben Dank an alle, die uns unterstützt haben. Ganz viel Liebe an euch, ihr seid die Besten. Ja, Mann, es hat uns sehr viel weitergeholfen. Yes. Danke. Und jetzt viel Spaß beim Video. Ja. Es war ein Samstag. Wir hatten einen richtig geilen Segelturn von Leucate nach Cannes. Unterwegs haben wir dann unsere Freunde aus London getroffen, Rachel und Fred. Mit denen sind wir dann hier in den Hafen eingekehrt. Und eigentlich war alles super schön und gut. Es war geiles Wetter, die Sonne schien. Bis wir dann in der Bilge im tiefsten Punkt des Bootes 20 Liter Wasser entdeckt haben. Ja. Das war schon in der Dunkelheit. Dann haben wir uns auf die Suche gemacht. Es war leider Salzwasser, mussten wir uns irgendwann eingestehen. Wir hatten gehofft, dass irgendwie der Wassertank nur ein Leck hat oder so, weil das Wasser kam von vorne. Und irgendwann nach 2 Stunden Suche haben wir leider ein Loch gefunden. Ich konnte das gar nicht glauben, als ich das gesehen habe, wie Wasser ins Boot sprudelt. So strange. Und dann habe ich das versucht zu stopfen. Anna hat unsere beiden Freunde dazu geholt. Ja. Die hatten nämlich zum Glück auch die Ausrüstung für so einen Vorfall, eine separate Bilgepumpe und eine Plane von vorne, die man dagegen machen kann. So eine Plane, die man von außen halt gegen das Schiff machen kann, um das Leck irgendwie zu stoppen, den Wassereinfluss. Aber ich habe das Loch leider irgendwie immer nur größer gemacht, genau. Weil das alles so zerbröselt war, also das da drum. Und dann kam immer mehr Wasser rein. Irgendwann stand, glaube ich, kniehoch Wasser bei uns im Wohnraum. Alles war nass. Einer hat die ganze Zeit gepumpt, durchgehend. Eine Person ist losgelaufen und hat nach der Hafen-Security gesucht. Dieser Hafen hier ist übrigens riesig. Der Umfang ist, glaube ich, 6 Kilometer. Also wenn man ums Hafenbecken rumlaufen will, dauert das gefühlt Ewigkeiten. Ja. Und irgendwie haben wir es dann doch geschafft, eine Hafen-Security zu organisieren. Ich weiß gar nicht wie. Ich habe vorne versucht, diese Plane von außen gegen zu machen. Wir waren beide in so einem Film. Wir sollten dann, die Hafen-Security war dann da und hat gesagt... Nehmt alle wichtigen Sachen vom Boot, die ihr noch braucht, bevor ihr hier untergeht. Und wir waren so, oh mein Gott, was? Wir gehen hier jetzt echt unter? Das kann nicht sein. Und dann hat der Security-Man es doch geschafft, einen Kran zu besorgen. Mitten in der Nacht kam der Kranmeister mit Schlafanzug in seinem Auto angefahren und meinte, ich kran euch jetzt. Das war auf der anderen Seite des Hafenbeckens. Frederick, der Security-Man, Rach, die Freundin aus England und ich sind dann gefahren. Ich habe gesteuert, sie hat gepumpt und er hat mir den Weg geweist. Es war stockduster in diesem Hafen. Und er meinte, Anna und Fred sollen einfach am Anleger bleiben, weil sie seien zu schwer. Dann sinkt das Boot noch eher. Und wir haben versucht, ums Hafenbecken rumzulaufen. Wir wussten natürlich nicht, dass es hier so groß ist. Das haben wir erst im Nachhinein gemerkt. Sind also losgerannt, barfuß, mit Schlafanzug an. Dann aber unterwegs schon den Security-Man wieder getroffen und er war so, es ist alles safe, sie sind aus dem Wasser. Ja. Es war so ein Durcheinander und so eine Erleichterung, da fiel natürlich alles von uns ab. Ja. Und ich glaube, ich lag einfach nur noch auf dem Anleger und habe mich gefreut darüber, dass wir nicht gesunken sind. Irgendwie, dass wir noch leben. Genau. Und dass es nicht da draußen auf offener See passiert ist. Wir waren irgendwie voll fertig und waren gar nicht ansprechbar und alle meinten so, wow, ihr hattet so ein Glück und heftig, krass, wie konnte das erst hier passieren und mit so einem Kram? Und wir waren so, ja Mann, wir sind so dankbar, dass es hier passiert ist. Ja, und wenn man sich jetzt überlegt, wo das hätte überall passieren können, letztens sind wir in einen kleinen Sturm geraten vor Set, das hattet ihr ja mitbekommen. Da sind wir auch richtig gegen die Wellen gehauen. Also wäre das da passiert, ich will mir das nicht ausmalen. Wir haben keine Rettungsinsel, wir haben nur ein Dingi, was man noch aufpumpen muss. Wir haben großes Glück gehabt. Wie es dann weiterging, wir waren dann ja sozusagen auf dem Trockenen, haben dann am nächsten Tag erstmal bei Fiete an Bord alles trockengelegt, alles möglich, alle Sachen gewaschen, das Salzwasser rausgespült. Und ich glaube, dann am Montag
kam schon direkt der erste Schweißer vorbei, weil wir hatten mit vielen Leuten schon hier gesprochen. Die haben es natürlich alle mitbekommen und waren so, ja, wir helfen euch. Morgen kriegt ihr Hilfe. Und der war dann relativ schnell am Montag da, hat auch schon dieses Loch geschweißt. Ja. Und wir dachten, Fiete sei dann wieder dicht. Genau. Aber weil wir uns nicht sicher gefühlt haben, wollten wir Fiete noch komplett durchsuchen. Hat sich auch bewährt. Wir haben noch sehr viel mehr Löcher gefunden. Ja. Der komplette Bug war durchlöchert. Und dann ging es noch weiter am Kiel. Das hat sich über 1,5 Wochen gezogen, dieses Prozedere. Loch gefunden, er kommt vorbei, hat das Loch zugeschweißt, wir haben Neues gefunden und so weiter. Und es wurde immer teurer. Ja, und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, stopp, wir suchen jetzt erstmal nicht mehr. Und wir überlegen uns jetzt erstmal, ob wir das noch weiter wollen. Ob wir uns das leisten können. Und auch wenn jetzt kein Loch mehr wäre und wir gehen morgen wieder zurück ins Wasser, fühlen wir uns dann sicher und was raten uns eigentlich so die Leute? Kein Plan, zu Hause, über Instagram, über Facebook. Ja, die Leute hier vor Ort. Ja, genau. Weil es hat jeder was anderes gesagt, aber irgendwie am Ende waren dann doch die meisten Meinungen so, hey Mädels. Ja, vor allem als wir uns entschieden haben, haben dann viele gesagt, ja, das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Alles andere wäre irgendwie leichtsinnig und unsere Eltern waren auch sehr erleichtert irgendwie. Ja. Wir haben dann trotzdem noch nach anderen Wegen gesucht, wie beispielsweise den Rücktransport über Land. Weil wir Fiete halt, das war irgendwie das Letzte, sich vorzustellen, kein Fiete mehr zu besitzen. Haben dann trotzdem versucht, ihn hier zu verkaufen, beziehungsweise haben einfach ein Schild vorne an den Bug gehängt, wir haben es eigentlich nicht wirklich versucht, weil hier sind so viele Boote zu verkaufen. Ja, jedes zweite gefühlt. Wir haben es eigentlich, also wir dachten so, ja, wir machen jetzt dieses Schild da dran, aber... Nach 2 Stunden kam ein Mann vorbei. Der hat sich das Schiff angeguckt und hat gesagt, was ist das für ein schönes Boot? Und wir haben uns ewig lang mit ihm unterhalten und unsere Probleme erzählt und alles, was eben zu tun ist an dem Schiff. Ja. Und er war so, okay, ich komme morgen nochmal wieder, wir schlafen alle eine Nacht drüber. Dann haben wir uns das gut überlegt, ob wir es wirklich verkaufen wollen. Und er hat sich überlegt, ob er es wirklich kaufen will, weil wir haben ihm jede Baustelle gezeigt. Natürlich war das für sehr, sehr wenig Geld, ein Boot mit neuen Segeln und so. Aber ja, wir besitzen jetzt leider kein Fiete mehr. Ja, die Möglichkeit wäre noch gewesen, das komplette Schiff einmal quasi zu schweißen. Aber das wäre viel zu teuer gewesen, weil jetzt diese kleinen Stellen waren schon so unnormal teuer. Wir wissen auch nicht, ob das der normale Preis ist oder ob der uns abgezogen hat. Aber das hätte sich auf jeden Fall niemals gelohnt. Ja, und zudem wartet vielleicht noch etwas anderes auf uns in Oldenburg, mit dem es weitergehen kann. Dann haben wir die Entscheidung so gefallen. Wie es jetzt für uns weitergeht, für uns geht es jetzt erstmal zurück ins kalte Deutschland. Wir haben gar keine Lust auf keine Sonne und kalte Temperaturen. Und dann wartet für uns eventuell was richtig Krasses auf uns in Oldenburg. Ein Plan B, wir wollen auf jeden Fall weiter segeln und weiter reisen. Und ihr könnt euch darauf verlassen, dass hier weiterhin Segel-Content kommt. Also bitte bleibt einfach dran. Wir melden uns auf jeden Fall mit Neuigkeiten. Über Instagram seid ihr wahrscheinlich immer up to date. Ja, das war so die Story, oder? Hier ist es übrigens mittlerweile auch kalt geworden. Also kalt für Südfrankreich. Es sind, glaube ich, so, ich weiß nicht, 14 Grad oder so. Wir waren zwar heute noch im Mittelmeer baden, aber auf dem Berg da ganz hinten, den sieht man jetzt, glaube ich, gar nicht, ist jetzt seit 2 Tagen Schnee. Das heißt für die Franzosen, dass es kalt ist. Guten Morgen, wir waren gerade am Strand und haben den Sonnenuntergang angeschaut. Fiete ist jetzt ausgeräumt. Für uns heißt es gleich ab ins Auto und los nach Deutschland. Die Sachen sind gepackt. Wir springen jetzt noch einmal ganz schnell ins Mittelmeer und dann geht's los. Fiete ist jetzt leergeräumt. Die Sachen sind alle ins Auto gepackt und jetzt geht's los Richtung Deutschland. Let's go! Wink jetzt! Let's go! Jetzt rechts abbiegen.
Leute, wir sind jetzt wieder in Deutschland. Es ist 17 Uhr, stockduster, arschkalt. Aber da müssen wir jetzt durch. Es war sehr, sehr traurig, Vita einfach in Frankreich zu lassen und loszufahren. Wir wohnen übrigens jetzt beide wieder bei unseren Eltern, weil wir hatten unsere Wohnung gekündigt und noch sehr viele Sachen verkauft, um 1-2 Jahre auf dem Boot zu wohnen. Ja, das lief jetzt leider alles sehr anders und wir sind auch noch ganz schön traurig und geschockt und ja, müssen wir erstmal verarbeiten. Und nicht wundern, auf YouTube kamen jetzt ja nur Videos bis Paris erstmal nur. Und jetzt halt dieses, wo wir schon im Mittelmeer angekommen sind. Aber die Videos von Paris bis zum Mittelmeer kommen auf jeden Fall in den nächsten Wochen online. Und dann ist es hier auch wieder alles up to date. Wir sind nämlich nicht so ganz mit dem Schneiden hinterhergekommen auf der Reise, weil wir kleine Probleme mit dem Laptop hatten. Unser Equipment ist halt noch nicht ganz so gut. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das alles. Wir freuen uns über Feedback. Wenn ihr immer noch Fragen habt, dann stellt uns die gerne in den Kommentaren oder schreibt uns bei Instagram unter Anna und Marlene. Ja, und dann seht ihr uns beim nächsten Video, wie wir in Paris auf der Seine lang gefahren sind. Und bald hört ihr auch bestimmt Neuigkeiten, was wir jetzt alles so vorhaben. Und dann bis dann. Ciao.